Okay, Klippen steigen können wir tatsächlich nicht. Gut, dann... Nee, da kamen wir gerade raus. Vielleicht ist hier unten tatsächlich noch irgendwas zu finden. Achso, naja, finden. Gefunden haben wir bisher gar nichts. Und eben, wie ich bereits vermutet, ist das wahrscheinlich auch nicht gerade der Zweck des Spiels. Ich habe gehört, man kann auch sterben, wenn man von der Klippe springt. Ist das so? Come back. Ja. Errungenschaft freigeschaltet, Starker Armin. Okay, wir können tatsächlich sterben, wenn wir von der Klippe springen. Also ja, gut, wie sollte es auch anders ausgehen? What to make of Donnelly, the laudanum and the syphilis? It is clearly not how he began, but I've been unable to discover if the former was a result of his visiting the island or the force that drove him here. For the syphilis, a drunk driver smashing his insides into a pulp as he stumbled these paths, I can only offer my empathy. We're all victims of our age. My disease is the internal combustion engine and the cheap fermentation of yeast. Alles klar, jetzt kommt also auch noch Syphilis dazu. Man kennt ja diese Geschlechtskrankheit. It's time. Jakobsen in early spring. The thaw had only just come. Even though he'd been dead nearly 7 months, his body had been frozen right down to the nerves and had not even begun to decompose. He'd struggled halfway down the cliff path, perhaps looking for some lost goat, or perhaps in a delirium, and expired, curled into a claw right under the winter moon. Even the animals shunned his corpse. The mainlanders thought to bring it home unlucky. Donnelly claims they dragged it to the caves to thaw out and rot. But he is proving an unreliable witness. Okay, er soll offenbar in einer Höhle verwesen und, apropos... So, jetzt haben wir auch noch... Tut mir leid für die Screenshots, aber das muss einfach sein. Vielleicht treffen wir in diesen Höhlen endlich auf einige Trauger. Das wäre der absolute Höhepunkt dieses Spiels. Die Trauger, ein paar Banditen, die dort eingedrungen sind, um die alten Nord zu stören. Oder Girik Gaulurson, einer der 4 Söhne Gaudursons. Oder 3? Ich glaube, es waren 3 Söhne. Gut, das dürfte eine Höhle sein. Allem Anschein nach sehr wohl. Climbing down to the caves, I slipped and fell and have injured my leg. I think the femur is broken. It is clearly infected. The skin has turned a bright, tight pink, and the pain is crashing in on waves, winter tides against my shoreline, drowning out the ache of my stones. I struggled back to the bothy to rest, but it has become clear that there is only one way this is likely to end. The medical supplies I looted from the trawler have suddenly found their purpose. They will keep me lucid for my final ascent. Okay, diese Geräusche eben haben mir ganz und gar nicht gefallen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass etwas passieren wird. Ah, das sieht wirklich aus wie Skyrim. Also sowas von. Moment. Gut.
Das ist wirklich einfach Skyrim. Original. Wow. So ein Lichtschimmer, den gibt es in Skyrim ebenfalls. Und hier können wir uns noch tiefer in diese Höhle hinabbegeben. Das dürfte wohl der dritte Punkt der Geschichte sein. Errungenschaft freigeschaltet, Jakobson. Donnelly's addiction is my one true constant. Even though I wake in false dawns and find the landscape changing, flowing inconstantly through my tears, Ich kann mich nicht I bewegen. know his reaching is always upon me. Hallo? Yo! Alter, krass! Wow! Das sieht... Wow! Das sieht mega cool aus. Digga! Ist das... Ist das eine Art Grabstätte, oder? Wow, das sieht mega schön aus. Ich bin überwältigt. Fluoreszierende Leuchten. Wow. Zum einen wirkt es wie Skyrim, aber zum anderen auch an einige Höhlen aus The Elder Scrolls 4 Oblivion auf den Shivering Isles. Ah, und dieses Licht, das wir dauernd sehen, das scheint wohl von diesen Pilzen zu kommen, von diesen eigenartigen, die das fluoreszierende Licht ausströmen. Jetzt wissen wir ja auch das. It was as if someone had taken the car and shaken it like a cocktail. The glove compartment had been opened and emptied with the ashtrays and the boot. It made for a crumpled museum, a shattered exhibition. Okay, jetzt redet er also von einem Autounfall.
Okay, ich glaube, weiter führt hier kein Weg. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder... Ah ja, von hier sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt wahrscheinlich hier weiter. Wow, das Ganze sieht so atemberaubend schön aus. Ich glaube fast... Ja, uns bleibt keine andere Wahl, oder? Ich glaube, wir müssen fast hier runterspringen. Anderen Zugang gibt es nicht, also müssen wir jetzt wohl hier hinaufschreiten. Alter, ich kann gar nicht genug Fotos davon machen. Das sieht so geil aus. Also diese Höhlen sind bisher wirklich der allerbeste Teil des Spiels. Mit Abstand. Es wirkt auch ein bisschen so wie einige Fallmeerhöhlen. Ah, jetzt sind wir hier auf einer... Von dort sind wir gekommen, von dort sind wir gesprungen. Jetzt können wir, glaube ich, hier entlang gehen. Hier, dort auf die andere Seite. Im Hintergrund, das klang jetzt irgendwie nach geisterhaften Klängen. I'm traversing my own death throes. The infection in my leg is an oil rig that dredges black muck up from deep inside my bones. I swallow fistfuls of diazepam and paracetamol to stay conscious. The pain flows through me like an underground sea. Wird der Weg dort oben irgendwo hin? Ich glaube...
Ich glaube, der Weg dort hinten führt irgendwo hin. Der da hinten und der da, glaube ich, auch. I will hold the hand you offered to me, from the summit down to this well, into the dark waters where the small flowers creep for the sun. Headlights are reflected in your retinas, moonlit in the shadow of the crematorium chimney. Ist das Behold, Damascus taken. Damascus ist wahrscheinlich das Schiff. Taken? Okay. Away from being a city? Ja, ich würde fast behaupten, ja. And grave or break and the grave be a purest camp purpose. Don't know. Nahrung ist schwer zu entziffern, aber irgendwie. Or pompös? Nie, piep. Keine Ahnung, was da steht. Zum Oh Gott. Ach,
Das ist der Autounfall, von dem er uns erzählt hat. Ich glaube, das ist dieser, oder? Sind wir... Ist das alles unter Wasser? Oder vielleicht eine Art Vision, das kann auch sein. Ich glaube, eine Vision. Wir haben das gesehen, was er erzählt hat. Von Esther, die anscheinend an einem Autounfall gestorben ist. Errungenschaft freigeschaltet. ESTHER. Errungenschaft freigeschaltet. Mann der Felsen. I wish I could have known Donnelly in this place. We would have had so much to debate. Did he paint these stones or did I? Who left the pots in the hut by the jetty? Who formed the museum under the sea? Who fell silently to his death into the frozen waters? Who erected this godforsaken aerial in the first place? Did this whole island rise to the surface of my stomach, forcing the gulls to take flight? Ja, wahrlich mysteriös. Und nun ist die Nacht eingetreten auf dieser Insel. Fire and soil, I chose fire. It seemed the more contemporary of the options, the more sanitary. I could not bear the thought of the reassembly of such a ruins. Stitching arm to shoulder and femur to hip, charting a line of thread like traffic stilled on a motorway, making it all acceptable for tearful aunts and traumatized uncles flown in specially for the occasion. Reduce to ash, mix with water, make a phosphorescent paint for these rocks and ceilings. Das ist ein Defibrillator, oder? Ich nehme an, da gilt dieser Schrein womöglich ESTHER. Wir sind auch tatsächlich der Mann, der diese Monologe geführt hat. Ist das ESTHER oder? Vermutlich, ja. Ach, das dort ist der Signalturm? Ich würde sagen, dann gehen wir mal
dahin. Okay, das Geheimnis um Esther ist anscheinend gelöst. Das ist alles von dem Autounfall. Ich glaube, der Signalturm hat uns bestimmt noch einige Antworten zu liefern. Also das Geheimnis um Esther ist chemical diagrams on the mug he gave me coffee in, sticky at the handle where his hands shook. He worked for a pharmaceutical company with an office based on the outskirts of Wolverhampton. He'd been travelling back from a sales conference in Exeter, forming a strategic vision for the peddling of antacid yogurt to the European market. You could trace the connections with your finger, join the dots, and whole new compounds would be summoned into activity. Okay, also stand jetzt Leuchten also von einem Pharmaunternehmen oder was? Hm. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Okay, also was er hat sie dem Atlantik übergeben und dann ist er also auf dieser Insel gelandet. On a sudden a light from heaven shone around him and he fell to the ground. Verstehe. Oh nein, ich bin wieder gestorben. Come back. Come back. Okay, also jetzt... Ich bin von dort her gekommen. Das heißt, jetzt müssen wir... Wir müssen also jetzt den Weg zum Signalturm. Wir müssen jetzt also zum Signalturm gehen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, haben wir jetzt alle 4 Teile gespielt. Also wir haben, ich glaube, zum einen der Leuchtturm, wo wir am Anfang waren. Dann waren wir bei der Boje, bei diesen beiden Schiffsteilen, die wir nicht betreten konnten. Dann die Höhlen und der Signalturm ist wahrscheinlich jetzt das letzte Puzzle, sage ich jetzt einfach mal. Dann gehen wir jetzt einfach mal dahin. Und ich glaube, dann ist Dear Esther auch schon zu Ende. A sound of torn metal, teeth running over the edge of the rocks, a moon that casts a signal as I lay pinned beside you, the ticking of the cooling engine, and the calling from a great height, all my mind as a bypass. Also als Spiel war es ja so. Also Spannung ist jetzt hier das falsche Wort. Man konnte ja nicht viel machen, außer sich umzuschauen und sehr vieles Hintergründige erfahren. Aber ich muss sagen, von den Bildern her, vor allem in den Höhlen, sah das ultra schön aus. Und da
Ist das eine Statue oder was? Und die Elben sangen in der Ferne. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fiber, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and carves parallel vapor trails in the dark, we will come together. Oh, schön. Das ist schön. Aber ist jetzt... Okay, allem Anschein nach war das tatsächlich entweder ein Vision oder ein Geist. Aber hier stand irgendjemand. And he was proceeding on his journey. Proceeding? Was heißt das? Also er war am Ende seiner Reise angelangt oder so? Irgendwie sowas könnte das bedeuten. Vielleicht, wenn ich es kurz nachschlage. Proceeding. Ach, er setzte seine Reise fort. Ach so. And was coming near to was? Coming near to Damascus. Alles klar. Okay, jetzt wird es, glaube ich, wirklich noch einmal spannend. And he was... If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. 3 days. Warte, ich kann das nicht lesen. Aber es... And neither did he eat nor drink. Ah, er hat weder gegessen noch getrunken. Ach so. Then it was 3 days and the... Ist das ein Ö? Throw... Shoe. Sigh. Okay. Oder sick. Das kann auch sein. Oder 3 Tage lang todkrank oder so? Vielleicht. Und die keltische Musik setzt ein. Returning to my car afterwards, hands still shaking, and a head split open by the impact. Goodbye to tearful aunts and traumatized uncles. Goodbye to the phenomenal. Goodbye to the tangible. Goodbye Wolverhampton. Goodbye Sanford. Goodbye Cromer. Goodbye Damascus. This cliff path is slippery in the dew. It is hard to climb with such an infection. I must carve out the bad flesh and sling it from the aerial. I must become infused with the very air. Also ist er einfach nach dem Unfall auf diese Insel geflüchtet oder aufgebrochen? So verstehe ich das nämlich allmählich. Aber vielleicht habe ich auch nicht genügend aufgepasst. Das kann natürlich schnell mal passieren. Aber ich nehme an, Esther war jetzt wahrscheinlich seine Frau gewesen. And it came
to... Oh. Danger. And it came to... Verdammt, ich kann das nicht lesen. Pass that as... Trade the journey. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch einfach tun sollen, ist hier zum Signalturm hinaufzugehen. From heaven, a great night around. Could not see. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. He had not drunk with Donnelly or spat Jakobsen back at the sea. He had not careered across the lost shores and terminal beaches of this nascent archipelago. He did not intend his bonnet to be crumpled like a spent tissue by the impact. His windscreen was not star-studded all over like a map of the heavens. His paintwork etched with circuit diagrams, strange fish to call the gulls away. The phosphorescence of the skid marks lighting the M5 all the way from Exeter to Damascus. With me. Where? And where with me? Das meiste konnte ich eben nicht lesen, das ist das Problem. Came into... Läuft das jetzt auf das hinaus, was ich gerade denke? Damaskus. Der Wind hier oben ist ganz schön stark. Sehr ein Shade. I will send news to each and every star. Ah, ich glaube, ist also tatsächlich so, was ich mir vorstelle. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We've always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent.
Hall. Das war also Dear Esther. Eine tragisch schöne Geschichte. Also ich weiß gar, ich kann dieses Spiel immer noch nicht so recht einordnen. Oder besser gesagt, ich kann es überhaupt nicht ordnen. Aber es war ein wirklich sehr, sehr schönes Indie-Game. Auch wenn wir hier nicht viel unternehmen konnten, war es dennoch ein wunderschönes Spiel. Und ich glaube, letzten Endes ist er zu einer Möwe geworden und von dieser Insel weggeflogen. Er hat seine Frau oder was auch immer sie war beim Autounfall verloren, ist dann irgendwie vielleicht in den See gestochen und hat dann ihre Leiche dem Ozean übergeben. Soweit ich es verstanden habe, es sind wahrscheinlich noch sehr viele Fragen offen, aber dadurch bleibt das Ganze auch mysteriös. Also ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die zugeschaut haben. Und würde ich sagen, wir sehen uns bei meinen nächsten Projekten wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Alles Gute und ciao.